Hallöchen ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Diesmal wird es um einen großen Seelenwärmer gehen, den ihr aber super auch im Sommer tragen könnt, da er schön luftig und locker sein wird. Und wie ihr das Ganze berechnet, das zeige ich euch jetzt. Der Hauptteil besteht aus einem Rechteck oder aber Quadrat, je nachdem auf was für Maße ihr kommt. Und dazu rechnet ihr einmal vom linken zum rechten Arm und einmal von oben vom Hals herunter, wie lang das Ganze sein soll. Überm Bobbes, unterm Bobbes oder sogar als Kurzjäckchen. Dafür habe ich allerdings auch bereits schon eine Anleitung gehäkelt. Und hier ist mein süßes kleines Strichmännchen. Die Ärmel, da könnt ihr euch aussuchen. Wollt ihr von Handgelenk zu Handgelenk, von Elle zu Elle, so wird das bei mir sein. Oder aber einen ganz kurzen, kurz wie ein T-Shirt, wie auch immer. Könnt ihr alles für euch selbst entscheiden. Und dann, wie gesagt, vom Schulterbereich bzw. Halsansatz könnt ihr dann runtermessen, wie lang das werden soll. Hier allerdings müsst ihr euch keinen Stress machen, denn sobald ihr so ungefähr die Hälfte gehäkelt habt, könnt ihr das Ganze links und rechts mit Klammern oder Maschenmarkierer verbinden und kurz überziehen und schauen, wie weit der Rücken schon hinunterfällt. Ich zeige euch das Ganze jetzt auf einem ganz kleinen Stück, welches ich auch nachher dazu benutzen werde, euch rüberzubringen, wie ihr falten müsst, wo ihr vernähen müsst, wie auch immer. Denn das Riesenstück von 80 cm x 75 cm werde ich leider nicht ins Bild bekommen. Und von daher müssen wir so miteinander kommunizieren. Ich werde euch jetzt erst einmal eine direkte Kette zeigen. Mit der könnt ihr dann halt eure Armlänge erreichen. Bei mir, wie gesagt, sind es 80 cm, die ich dann häkeln muss. Und waren, Moment, ich schau mal, waren 147 Maschen, also 146 plus eine, denn hier ist wichtig, euer Muster sollte teilbar durch 2 sein. So, also wie gesagt, für dieses Muster beginne ich mit einer Kette aus festen Maschen, denn das ist eine super Grundlage, um die doppelten Stäbchen auch nachher schön gleichmäßig häkeln zu können, da das Ganze dann griffiger ist. Und für den Anfang benötigt ihr 2 Luftmaschen. Dann gehe ich in die erste untere einzelne Lasche zurück, dort beginne ich am liebsten, hole den Faden durch und ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe. Das ist wichtig, damit die Kette sowohl links als auch rechts gleichmäßig flexibel bleibt. Ansonsten würde sich das Ganze nachher biegen. Dann holt ihr den Faden durch eine Schlaufe und durch 2. Ganz leicht zu merken, erst durch eine für den Boden und dann durch 2. Dann könnt ihr das Knötchen hier hochziehen und habt hier direkt eure erste Masche. Dort stecht ihr komplett ein, also beide Laschen, holt den Faden durch, zieht hier wieder die beiden Laschen auf gleicher Höhe, durch 1 und durch 2. Neue gebildete Masche, einstechen, durch hochziehen, durch eine und durch 2. Einstechen, Faden holen, durchziehen, durch 1 und durch 2.
Für das Projekt werde ich allerdings jetzt nur 20 Maschen anschlagen. Wie gesagt, ihr schlagt so viel an, bis ihr auf eure Maße kommt. Oder wenn ihr den hier genau nachhäkeln wollt, braucht ihr 147 Maschen, also 146 plus eine. Ich nehme jetzt nur 20, um ein kleines Läppchen mit dem Muster zu häkeln, damit ich euch das Ganze auch nachher in der Kamera besser zeigen kann, wie ihr das Ganze faltet und vernäht, denn den Lappen von 80 x 75 kriege ich leider nicht ins Bild. Wenn ihr eure Kette fertig gehäkelt habt, beginnen wir mit 4 Luftmaschen. Dann dreht ihr das Ganze. Macht 2 Umschläge, stecht nicht in die erste, sondern in die zweite Masche ein, holt den Faden durch 2, durch 2 und durch 2. Und das ist auch schon dann eure erste Masche, wo Anfänger einen Marker setzen sollten. 2 Umschläge und dann geht ihr von vorne nach hinten durch die erste freigelassene Masche, holt den Faden durch, holt den Faden durch 2 und nochmal durch 2. Und schon habt ihr 2 verkreuzte Doppelstäbchen. 2 Umschläge, erste freie freilassen und in die zweite einstechen. Faden holen, durchziehen, durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, in die erste Masche zurück, von hinten durch die Masche einstechen, von vorne den Faden holen, nur durchziehen, durch 2 und durch 2. Masche freilassen, in die zweite einstechen, Faden holen, durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, von hinten durch die freigelassene Masche, Faden holen durch 2 und durch 2. Und so häkelt ihr jetzt erst einmal die ganze Reihe bis zum Ende. Und am Ende der Reihe die letzte Verkreuzung. Eine Masche freilassen, in die zweite ein Doppelstäbchen, zurück in die erste ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge und nun in die letzte Masche ein einfaches Doppelstäbchen. Durch 2 und durch 2. Und so sieht die erste Reihe aus. Kommen wir nun zur zweiten Reihe. 4 Luftmaschen. Und hier jetzt auch ganz simpel wieder 2 Umschläge. Über das erste Stäbchen lassen wir frei und stechen auch hier ins zweite ein. Durch 2, durch 2, durch 2. 2 Umschläge, zurück ins erste. Durch 2 und durch 2. Und hier könnt ihr euch jetzt immer schön an die Verkreuzung der Vorreihe halten. Und auch hier am Ende in die Masche einstechen, wo wir den Marker gesetzt hatten. Ein Doppelstäbchen. Zurück in die freigelassene ein Doppelstäbchen. Und nun
schließt ihr das Rundenende hier in diesem seitlichen Stäbchen der Vorreihe und sticht ein bisschen seitlicher ein, dann sieht es auch schön gerade aus. Jetzt das ganze Muster, mehr kommt da auch gar nicht. Also ihr häkelt jetzt eine Kette auf die Breite, die ihr für euch benötigt. Die Maschenanzahl sollte teilbar durch 2 sein, plus eine Masche mehr fürs Endstäbchen, das ist immer wichtig. Meins, hatte ich ja schon gesagt, sind 147 Maschen, also 146 plus eine. Und dann könnt ihr das Muster genauso verteilen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ich werde jetzt erstmal die 80 x 75 cm häkeln und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Ergebnis. So, zurück. Ich habe meinen Seelenwärmer in der Fläche schon soweit gehäkelt, 80 x 75 cm. Und zeige euch jetzt erst einmal, wie ihr falten müsst auf diesem kleinen Läppchen. Es ist übrigens völlig egal, das hatte ich vergessen zu sagen, ob ihr das Ganze so jetzt häkelt oder so häkelt. Ich für meinen Teil bevorzuge es so, denn die Streifung nach unten gibt nochmal so einen optischen Touch und bei eng anliegenden Sachen wirkt es ja auch dünner bzw. schlanker. Also je nachdem, was für Maße ihr habt, ist es egal, ob ihr so oder so häkelt. Ja, kommen wir zum Teil. Und zwar klappt ihr für den Seelenwärmer einfach das Ganze komplett um. Spitze auf Spitze, dass alles schön übereinander liegt. Dann geht ihr hin und nehmt eure Ärmelaussparung. Da nehme ich immer zwischen 18 und 20 cm für eine Erwachsenenjacke und 15 cm für eine Kinderjacke. Für ganz kleinere natürlich noch weniger. So, und dann messt ihr von der Zu-Stelle hier oben herunter, legt das Metermaß an, zählt die Maschen ab, guckt, dass ihr die Musterung hinten und vorne gleich habt und markiert euch das Ganze. Das könnt ihr dann auch so markieren, dass beide Teile verbunden sind. Und dann werdet ihr von hier vorne bis zum Marker zunähen. Also nur das Stück, denn das hier ist euer Ärmel. Das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, klappt ihr diesen in der Mitte auf. Und das würde dann so aussehen. Hier würden eure Ärmel rauskommen und hier werden wir den Kragen häkeln. Ich werde nachher mit dem Rand, den ich euch zeige, auch hier an den Ärmeln noch schöne Armränder machen. Und ansonsten kommt nochmal ein kleiner Teil, der etwas länger dauert, und zwar der Innenradius. Und der wird immer im Kreis so weit gehäkelt, bis euch die Borte lang genug ist. Und das gleiche auch an den Ärmeln. Und das ist auch schon der ganze Spuk und dann ist euer Seelenwärmer auch schon fertig. So, ich zeige euch jetzt nochmal, so gut wie es möglich ist, meinen Seelenwärmer und zeige euch an einem Ärmel schon mal den Rand. Nachdem wir das Ganze vernäht haben, können wir jetzt nun das Bündchen beginnen. Dazu haben wir es jetzt ganz leicht, zumindest wenn ihr die Musterung auch so genommen habt.
dass wir hier auch schön die Maschen haben ringsherum. Ich beginne hier am Nahtbereich. So. Und häkel 3 Luftmaschen und verteile nun erstmal eine Reihe einmal komplett herum, nur Stäbchen, ganz normale Stäbchen. So, nachdem ihr dann einmal rum seid, schließt ihr das Ganze mit einer Kettmasche, häkelt wieder 3 Luftmaschen, dreht euer Projekt. Hier ist nämlich auch wichtig, nach jeder Runde oder jeder Reihe müsst ihr die Richtung wechseln, damit die Naht, die man gegebenenfalls sieht, auch schön in der Mitte bleibt. So, dann habt ihr hier Stäbchen über Stäbchen und wir werden jetzt immer die ersten beiden zusammen häkeln. Und zwar erste Masche halb abhäkeln, ein halbes Stäbchen, zweite Masche durch 2 Laschen zur Hälfte abhäkeln und dann alle 3 Laschen gemeinsam. Und nun kommen wir zum eigentlichen Muster. Wir haben jetzt die und die zusammengehäkelt und beginnen dann bei dieser hier. Wir gehen um das Stäbchen herum, ziehen das Ganze zu uns nach vorne und häkeln ein Stäbchen ab. Somit haben wir ein Reliefstäbchen nach vorne. Dann machen wir einen Umschlag und gehen um das nächste von hinten herum, ziehen es nach hinten und häkeln ein Stäbchen ab. Dann das nächste wieder nach vorne und das danach wieder nach hinten. Das nächste wieder nach vorne und das danach wieder nach hinten. Und in diesem Rhythmus häkelt ihr jetzt auch wieder die ganze Reihe. Wieder am runden Ende angekommen. Müsst ihr aufpassen, wo halt das erste Stäbchen in welcher Masche drin ist, damit ihr hier zwischen nicht wieder eins dazu häkelt. Die Runde wieder mit einer Kettmasche schließen. Und jetzt wieder das gleiche Spektakel wie die Runde davor. 3 Wendeluftmaschen, Projekt wieder drehen, in die erste Masche einstechen, halb abhäkeln, einen Umschlag, die zweite Masche einstechen, halb abhäkeln und alle 3 Laschen gemeinsam. Wem das Ganze zu schnell ist, unten am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, dort könnt ihr dann etwas langsamer stellen. Ab hier schaut ihr jetzt, wie die Reliefstäbchen stehen, ob sie nach vorne oder nach hinten zeigen. Dieses hier geht jetzt nach vorne, diese hier haben wir abgehäkelt, also nach vorne. Das nächste wieder nach hinten, das nächste wieder nach vorne, nach hinten, nach vorne und nach hinten. Und so häkelt ihr jetzt Reihe für Reihe, bis euch der Ärmel schmal genug ist und oder lang genug ist. Und den gleichen Rand werde ich dann auch in der Mitte machen. Und zwar, wenn ihr es verbunden habt, sieht es ja so aus. Und zwar komplett im Kreis.
Es ist völlig egal, wo ihr anfangt, ob links, rechts, oben, unten. Hauptsache, ihr häkelt im Kreis und beim runden Ende die Richtung wechseln, damit auch da die Naht, je nachdem wo ihr sie hinpackt, schön in der Mitte bleibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach nur noch beim Endergebnis. Viel Spaß, lasst die Nadeln glühen, wir sehen uns später. Und so sieht das Ganze aus nach 15 Reihen an Ärmel und Bündchen. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Solltet ihr Fragen haben, ziert euch nicht zu fragen. Ihr findet mich nach wie vor auf Pinterest, Facebook und Instagram. Ihr könnt also in die Kommentare schreiben oder mich auch privat anschreiben. Das ist kein Problem. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen. Über jedes Like würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, Mädels, lasst die Nadeln glühen. Wir hören uns beim nächsten Mal.